Hey, willkommen zurück auf meinem Kanal und danke, dass du dabei bist. In diesem Video schauen wir uns die Grafik und Performance von Fortnite auf der Switch OLED im Vergleich zur Switch 2 im Handheld an. Bleib dran, um ein ganz persönliches Fazit nicht zu verpassen. Wenn dir das Video gefällt, freue ich mich über einen Daumen nach oben und für mehr lass ein Abo da, um nichts zu verpassen. Also lass uns keine Zeit verlieren. Lass uns als erstes einen Blick auf die Grafik beider Konsolen werfen. An dieser Stelle brauche ich glaube ich nicht so viel sagen. Die Switch 2 ist leistungsstärker und somit hat Epic Games sich nicht lumpen lassen und die Grafik klarer und detailreicher gestaltet. Dazu muss ich auch anmerken, dass ich kein Verfechter von Fortnite auf der Switch bzw. Switch OLED bin. Wenn du mich ein bisschen länger verfolgt und das meine Top 10 Nintendo Switch Spiele Video gesehen hast, weißt du, dass ich viele Stunden Fortnite auf der Switch verbracht habe und eine Menge Spaß hatte. Somit ist mir der grafische und auch der Leistungsboost sofort aufgefallen. Zum Leistungsboost später mehr. Aber schau hier doch einfach mal selbst. Was sagst du zu den mehr Details und klarerem Bild? Lass es mich in der Kommentarbox wissen. Ich finde es klasse und somit macht es tatsächlich noch einmal mehr Spaß, wobei ich aber mit der Grafik auf der Switch OLED nicht ganz unzufrieden gewesen bin. Am Rande, da haben mich die nicht ganz stabilen 30 FPS das ein oder andere Mal mehr in den Wahnsinn getrieben, als es wirklich darauf ankam, den Sieg zu holen. Ich zeig dir einfach mal, was ich meine. Der Hintergrund hier sieht deutlich freundlicher aus. Oder auch hier. Deshalb fand ich die Grafik nie wirklich schlecht, weil Epic Games von Update zu Update wirklich daran gearbeitet hat, Fortnite auf der Switch 1 spielbar zu machen. Und das ist denen meiner Meinung nach gut gelungen. Ich bin gespannt, was sie mit Fortnite auf der Switch 2 anhand Updates noch so raushauen. Lass uns nun zur Performance kommen. Auch hier ist es, wie bereits erwähnt, deutlich spürbar. Weniger Ladezeiten, nicht nur beim Starten des Spiels, nein auch bei der Suche bzw. spawnt man schneller auf die Spawninsel, wenn wir auf den Bus warten, damit es losgehen kann. Schau es dir einfach mal selbst an.
Schon beeindruckend, die Unterschiede, oder? Dazu laden auch einfach die Texturen viel schneller, vor allem bei dem Sprung aus dem Bus. Auch nicht zu vergessen die 60 FPS. Die sind in manchen Situationen nicht immer ganz stabil. Aber hey, vorher nicht stabile 30, jetzt fast stabile 60, da kann man nicht meckern. Zumindest ich tue es nicht. Ich habe dir einfach mal ein paar Ausschnitte zusammengeschnitten, damit du dich selbst einfach mal davon überzeugen kannst. Was sagst du zu dem Performance-Zuwachs? Lass es mich einfach in der Kommentarbox wissen. Mit Kapitel 2, Season 5 begann für mich die Reise mit Fortnite auf der Switch 1. Viel hat sich seitdem getan und mit Release der Switch OLED habe ich fast 900, wenn nicht sogar mehr Spielstunden erreicht. Die Corona-Zeit habe ich damit bestens über die Runden gebracht. Ja, ich weiß, die Switch ist nicht die beste Möglichkeit Fortnite zu zocken und es gibt andere Plattformen wie Xbox Series S, X, PC, PlayStation 5, wo man nochmal mehr vom Spiel hat. Auch andere Handheld-Konsolen wie Steam Deck oder Asus ROG Ally erobern den Markt. Nur mich interessiert das, ich sag mal, wenig. Nicht, weil ich die Plattform nicht gut finde, da darf jeder selbst entscheiden, was ihm gefällt, sondern weil ich finde, es sollte eine Plattform mit Plug-and-Play sein und wir selbst entscheiden können, ob man bequem auf dem Bett, Sofa oder doch gebunden an einen Monitor oder TV zocken möchte. Ich finde, das macht die Switch bzw. Switch 2 sehr gut. Natürlich sollte man dann mit den Leistungs- und Grafikeinbußen leben. Ich selbst habe Fortnite auch auf der Xbox Series S gespielt und war einfach in Kombi mit einem LG OLED TV mit 120 Hz beeindruckt. Keine Frage.
Dennoch war ich immer mehr zur Switch hingezogen und seit ich die Switch 2 habe, habe ich Fortnite kein einziges Mal mehr auf der Xbox Series S gespielt. Und sobald es auch gute Pro-Controller Joy-Cons für die Switch 2 gibt, wie zum Beispiel die Splitpad Compact von Hori für die Switch 1, wird es auf der OLED auch weniger werden. Ich bin dankbar über den Leistungszuwachs und bin gespannt, was in Zukunft mit Updates noch so kommt. 120 FPS vielleicht? Da ich mit 60 schon zufrieden bin, würde ich mich über jeden extra FPS freuen. Somit wären mir auch 90 FPS im Handheld recht. Die Maussteuerung haben wir bereits erhalten. Aber ich allerdings habe es noch nicht getestet, werde es aber noch nachholen. Lass mich an dieser Stelle mal wissen, was du von dem Upgrade für die Switch 2 hältst. Auf welcher Plattform zockst du Fortnite? Und hast du Fortnite mit der Maussteuerung der Switch 2 schon gezockt? Haut's in die Kommentare. Wie gesagt, lasst gerne ein Like und Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!